Hi Leute, ich bin's wieder. Heute gibt's mal wieder ein Video. Habe jetzt wieder eine Weile nichts gemacht, ich weiß. Und ja, ich schäme mich dafür auch. Das Problem ist bei mir einfach immer diese Auf und Abs. Also ich hatte jetzt seit 'ner Weile ja Medikamente genommen, die hatte ich dann nicht so vertragen. Ich muss auch ehrlich sein, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das im letzten Video schon erwähnt habe. Da kommt dann wieder meine wundervolle Pseudodemenz, dass ich immer alles vergesse. Also sollte ich das schon erwähnt haben, tut's mir leid. Jetzt aktuell nehme ich ja keine mehr. Dafür habe ich aber eben auch wieder diese krassen Auf und Abs. Also jetzt psychisch gesehen, dass es Tage gibt, da wache ich auf, da geht's mir supi und ich bin voll gut gelaunt, höre Musik und ja, könnte eigentlich voll abdancen. Dann habe ich wieder Tage, wo ich gar nicht erst aus dem Bett will und mir denke, boah, warum jetzt überhaupt aufstehen? Für was überhaupt? Lohnt sich das überhaupt? Und Leben ist doch sowieso alles Kacke und tralala. Ähm, Heute habe ich wieder einen guten Tag. Deswegen habe ich mir so gedacht, ja, hockst du dich mal hin, machst mal wieder ein Video, wird mal Zeit. Und einfach mal ein bisschen zu erzählen, so, ne, was halt so jetzt in letzter Zeit war. Ich meine, viel war tatsächlich nicht. Hatte mich jetzt für ein paar Sachen beworben gehabt in den letzten Monaten, lief leider nicht so wie geplant, also leider halt überall Absagen so. Ich glaube auch Hauptgrund war eigentlich auch ein bisschen so die Krankheit, dass halt viele einfach die Krankheit auch nicht kennen und nicht einschätzen zu wissen. Und da hat man halt dann doch ein bisschen Angst oder ist einfach ein bisschen vorsichtiger. Das kann ich dann schon irgendwie auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich es auch schade, weil gerade da sollte man halt irgendwie dann doch gucken, so einfach mal eine Chance geben. So, ich meine, ich bin ja deswegen kein schlechterer Mensch oder irgendwie, weiß ich nicht, weniger wert als andere oder keine Ahnung, kann es weniger oder so. Ich habe ja so gesehen Talent in meinen eigenen Bereichen. Und klar, die Krankheit schränkt mich ein und es ist vielleicht auch nicht immer einfach so, aber deswegen habe ich ja trotzdem so meine talentierten Seiten. Jetzt habe ich es so. Und ich weiß nicht, wie ich es jetzt halt zukünftig mache oder wie ich da jetzt generell so weitermache. Ich werde natürlich weiterhin gucken auch, dass ich mich eventuell so hier und da bewerbe, wenn ich was Gutes einfach finde, wo ich sage, okay, das könnte jetzt echt passen, so, ne, weil das ist ja das Wichtigste. Habe jetzt auch letztens endlich wieder auf dem Gaming-Kanal mal wieder ein Video hochgeladen und einen Stream hatten wir auf Twitch auch endlich mal wieder. Da war ich ja auch sehr inaktiv, muss ich auch zugeben. Einfach, ja, jetzt ist diese, sag ich mal, Weihnachtszeit langsam. Also die kommt ja jetzt so langsam, dieses ganze Merry Christmas Gedöns, wo jetzt anfängt. Jetzt ist Ende November, jetzt kommt dann bald der Dezember und dann wird sowieso mal alles so deprimierend. Also ich muss sagen, gerade so in der Winterzeit geht es mir eigentlich immer am schlimmsten so, weil da ist dann aber dieses Perfect Family Life Gedöns und ja, weiß ich nicht, mein Leben ist halt einfach nicht perfekt und wenn du dann diese ganzen Schnulli-Filmchen so siehst im Fernsehen teilweise oder halt generell diese ganze das Leben ist perfekt und schön Sachen so, das zieht halt dann ordentlich runter. Zumindest geht es mir halt da so. Und ja, wie gesagt, ich wollte halt einfach mal wieder ein Video machen, war mir einfach wichtig. Lilly geht's soweit auch gut. Also für diejenigen, was Lilly kennen, ist mein Hund. Die ist munter und fröhlich, will immer Aufmerksamkeit, immer Leckerlis, also der geht's einwandfrei. Wenigstens einen von beiden so. Ich meine, mir geht's ja vom Großen und Ganzen auch soweit gut. Gesundheitlich hatte ich es jetzt mal tatsächlich, deshalb mein Herz sehr unregelmäßig geschlagen hatte. Da war ich dann auch beim Arzt. Das war wahrscheinlich dann auch wegen den Medikamenten eben. Ähm, ja, da muss man jetzt halt auch gucken. Habe jetzt im Dezember nochmal einen Termin, wie man jetzt weiter verfährt, ob man andere Medikamente jetzt nochmal ausprobiert oder irgendwie generell andere Lösungswege. Weil man muss natürlich auch schauen, dass man das irgendwie in den Griff bekommt, dass die Ticks halt nicht so extrem sind, ne? Weil das ist halt schon echt nervig. Und ich habe halt jetzt die Wahl, entweder nehme ich die Medis, dafür bin ich halt komplett platt wie so eine Flunder und habe auf nichts Bock so wirklich. Oder ich nehme sie halt nicht und habe halt dafür meine 5 Minuten jeden Tag gefühlt. Und da halt dann meine richtige Entscheidung oder Lösung zu finden, das ist eigentlich gar nicht mal so einfach. Ich weiß auch gar nicht, wie es jetzt so die nächste Zeit weitergeht. Was mir wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass ich es irgendwie hinkriege, ein bisschen aktiver eben auf dem Kanal hier zu sein. Weil ich möchte natürlich auch einfach die Leute erreichen, dass die sich einfach mal so die Videos angucken. Gerade zum Beispiel die ersten Videos, wo es einfach darum hauptsächlich geht, um diese Krankheit, die ein bisschen aufgeklärt wird, was das genau ist. Für eben diejenigen, wo das nicht wissen. Und eventuell dann auch einfach die Videos mal hier so sich anschauen, wie das einfach so ist, das Leben damit, wie es einem da so geht, weil die Videos, was ich jetzt ja momentan mache, die handeln ja einfach darum, wie es mir einfach in dieser aktuellen Lage geht mit dem Ganzen. Und ja, was steht jetzt noch so alles an?
Ich habe jetzt tatsächlich noch einen Antrag auf Pflegegrad, habe ich jetzt auch gestellt. Da warte ich jetzt gerade ab auf eine Antwort. Ja, jetzt ist dann wie gesagt bald Weihnachten. Ich weiß noch gar nicht, ob ich jetzt zu meiner Family fahre oder nicht. Wahrscheinlich schon, aber ich muss ehrlich sein, so wirklich Lust auf Weihnachten habe ich eigentlich überhaupt nicht so. Weil ich bin halt echt so ein Mensch geworden mittlerweile, der was sich halt echt hart zurückzieht. Also so wenig wie möglich Kontakt mit Menschen und eigentlich irgendwie viel lieber für mich so, ne? Und das ist ja eigentlich falsch, weil ich weiß eigentlich, es würde mir viel besser gehen oder einfach mir würde es gut tun, mit Leuten zu tun zu haben, Leute um mich herum so zu haben, aber das ist dann wieder diese Sozialangst, das ist wirklich schlimm teilweise so. War jetzt letztens auch einkaufen zum Beispiel in einem anderen Laden, also normal gehe ich ja immer zu einer bestimmten, sagen wir, Laden oder immer zu einem bestimmten Laden, war dann eben in einem anderen Laden so und habe dann übelst die Panikattacke bekommen, so, also richtig so, ne? Also, weiß ich nicht, war ganz, ganz schlimm. Und dann musste mich halt echt mein bester Kumpel einfach mal abholen, so, weil ich halt, ey, total den sagen wir, Zusammenbruch so gefühlt da drin hatte, so, ne? Also ganz schlimm. Und war dann für mich so ein Tag, wo ich mir dachte, wow, so, ne? So weit ist es jetzt schon so. Hat mich dann echt deprimiert, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, und ansonsten ich versuche halt einfach das Beste zu machen, so, ne? Versuche jetzt auch übrigens auf Instagram und Twitter und so ein bisschen aktiv zu sein, weil ich habe das ja auch schon seit Jahren, benutze ich aber halt so selten bis gar nicht. Ähm, und versuche aber jetzt einfach mal hier generell so einfach diese Aktivität ins Laufen zu bringen, generell ein bisschen aktiver zu sein. Mich würde es auch echt freuen, wenn ihr irgendwie mal in die Kommentare einfach generell vielleicht auch Fragen reinwerft, was euch so interessieren würde zum Beispiel. Können auch gerne Fragen an meinen besten Kumpel sein oder auch Fragen an meine Eltern so. Also meine Mom hat da auch schon mal ihr Einverständnis gegeben, dass wir da mal so einen Q&A machen können so. Also die würde sich da auch auf jeden Fall beteiligen und vielleicht kann man ja die ein oder andere Frage dann für euch beantworten. Und ja, das war eigentlich soweit alles. Ich wüsste jetzt, glaube ich, gerade gar nicht, ob es noch irgendwas zu erzählen gibt so. Eigentlich soweit nicht. Also aktuell ist das alles, was so passiert ist in der letzten Zeit, ist nicht wirklich viel, wie man merkt. Was mir halt extrem wichtig ist, einfach so, ich möchte halt einfach damit was erreichen. So, ich möchte die Leute erreichen, ich möchte die Leute einfach mal damit aufklären, auch damit konfrontieren, dass das halt einfach wahnsinnig krasse Folgen haben kann. So. Und ich bin ganz ehrlich, also mich zieht das schon so runter, ne? Also ich will halt einfach irgendwann mal, wenn ich alt bin, nicht dastehen und sagen, so, ja, ich habe in meinem Leben gar nichts erreicht. So, ne? Ich möchte halt irgendwie meinen Weg finden, irgendwie das finden, was mich dann, ja, was halt einfach mich ausmacht, meine Berufung ist, was auch immer so und einfach dann irgendwann mal dastehen und sagen, ich habe meine Ziele erfüllt, so, also die erreicht und einfach mein Leben so gelebt, so. Und aktuell kann ich es halt nicht wirklich sagen. Aktuell ist es eher deprimierend und traurig und das ist, naja, nicht so geil, nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich arbeite dann, dass es besser wird, auf jeden Fall. Ja, das war es dann eigentlich auch schon so mit dem heutigen Video. Ist ein etwas kürzeres Video, denke ich mal, reicht aber auch aus. Und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare und dann hören wir uns im nächsten Video.